Weg des geringsten Widerstandes. Look closer. I'm telling you, the file is trash. The Constant doesn't so much burn his bridges as blow them up. Arthur Edwards, whoever he was, don't exist anymore. His personal data somehow deletes itself from any system that records him, way beyond advanced. The partners spared no expense to make sure their controller would be untraceable. How untraceable? Look, I did what you asked, but Gray's gone and I'm no Diana. I'm not who you need right now. You gotta be kidding me. ICA? I used every encryption known to man. Who are these guys? The best. It's only a matter of time before they get lucky. We need to take them down. You and which army? I know where the agency stores its files, mission reports, client data. If we leak it to the public... You want to whistleblow the ICA? It's the path of least resistance. Turns out, you are who I need right now, Olivia. I do this, and I'm out. So, what are we breaking into? Data facility in Chongqing, China. Run by a man called Hush. Of course. The ICA site in Chongqing houses the agency's data storage and analyst division. Needless to say, security is daunting. The state-of-the-art server vault is biometrically wired to the facility's two overseers: Imogen Royce, behavioral analysis pioneer, and Hush, a data security guru with a taste for fringe transhuman experimentation. Tell me about Hush. A former cyber terrorist for the Ministry of State Security in Kedanyang, who fled his country after one of the Po regime's periodic purges. He made a career doing cybersecurity for dark web deplorables, human traffickers, organ harvesters, scum like him, with no code or conscience. ICA sure can pick 'em. No offense. Can you disable security? A dual authentication protocol ensures that any handling of data must be directly authorized by Hush and Royce, the proverbial human factor device to make the system impenetrable. Luckily, I found a loophole. If both overseers should unexpectedly die within a short space of time, the system reverts to a temporary fail-safe protocol, which I can bypass. Take them off the board, and you'll have free access to the data core, and I'll handle the rest. And you're sure it'll work? Look, I know Hush. If I'm wrong, we won't live long enough to regret it. All right. I will leave you to prepare. Chongqing, China. This city is Big Brother's wet dream with more than 2.5 million cameras covering 15 million people. Privacy is a four-letter word in this place. It's pretty ironic that a cloak and dagger organization like the ICA keeps its most valuable secrets here. You'll find Hush conducting his fringe experiments in an abandoned apartment building, while Imogen Royce, the archivist, runs the day-to-day business of the ICA data facility. I just hope you know what you're doing, 47. Ja, das hoffe ich auch. Und somit, hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hitman 3, der Kampagne. Wir starten mit das Ende einer Ära in China. Wir sollen den ICA-Datencomputer hacken und dafür müssen wir Hirsch und Royce killen. Mal schauen, wie das funktioniert. Ich denke mal, hier wird noch nichts Aufregendes sein, oder? Zumindest schaut es nur wie ein Gang aus. Wow, also grafikmäßig muss ich schon sagen, Spiel echt top. Gefällt mir. Also das Spiel gefällt mir sowieso. Und die ganzen Möglichkeiten einfach geil. Was ist hier hinten? Okay. Was liegt da? Ein Apfel. Ja, nehmen wir. Da liegt auch noch was. Oh, okay, Entschuldigung. Dankeschön.
Sorry. Alter, der schaut auch ein bisschen, naja, schon ziemlich zerstört aus. I'm still there. Can't get back. Can't get it back. Who are you? I don't know who you are. Ein verwirrter Kerl, ein verängsteter Obdachloser, spricht über seltsame Maschinenstimmen, die in seinem Kopf schreien. You don't know any of this. If I could just get quiet. Ja, bist in der Nähe, wo wir den Apfel gefunden haben. Oh Gott. Jetzt ist ja mal sehr appetitlich. Schnell weg hier. I can't think. You shouldn't be out here with a bad influence spinster like me. You're going to be exhausted. I know. Oh, ein Kamerasymbol. Wo ist denn das? Das müsste hier sein. Hä? Die Kamera. Ah. Mietauto. Ein Auto, das auf den Namen Angus Pritchard angemietet wurde. Oh, okay. Sollte mich mal langsam verkleiden. Hi, I'm Chelsea. Pleased to meet you. I'll be your guide on the facility. Heißt dieser Mr. Pritchard? Da kann ich jemanden reinwerfen. Ja, Koch kommt. Jo, perfekt. Koch kommt näher. Und. Hopp. So. Gib mir mal deine Klamotten. Dankeschön. So, someone is here for a tour of the facility. Might be a way to get in. Story-Mission, das Sicherheitsprinzip. Entdecken Sie die inneren Abläufe der ICA-Einrichtung. So, jemand ist wegen einer Führung durch die Einrichtung hier. Vielleicht ist das ein Weg, ihm hineinzukommen. Ja. So, sorry, du musst mal weg. Und tschüss. Auch voll Corona-konform? Ja, passt. I'll be waiting by the stairs in the back of the restaurant kitchen. Okay. Letzte Pflichten. Mr. Angus Pritchard, das Aufsichtsratsmitglied auf Stippvisite, hat ein Formular in seiner Wohnung gegenüber vom Restaurant vergessen. Er muss es zur Einrichtungsführerin bringen, damit sie ihn auf die Begehung mitnimmt. Okay, was ist das? Die letzte Zutat. Mr. Pritchard will erst mit der Inspektion der ICA-Einrichtung beginnen, wenn er etwas gegessen hat. Sein Essen könnte noch eine letzte Verfeinerung brauchen. Ja, auf alle Fälle braucht er sein Zeug. Das ist Mietauto. Bin ich hier? Toilette. Das heißt, ich brauche ein Rattengift. So, dann haben wir die Küche. Yes, I'll see to it. Wo sind die Küche? How am I supposed to focus when Was the haben wir kitchen da? feels like a train station? Hackebeil. Fine, you're either Boah, wenn ich mich jetzt als Pritchard verkleide, werde ich doch sicher, ich werde sicher gefilzt. Yes, I'm working on it. We went straight to the restaurant. We were hungry after the 9 hours flight. I'll give it Ja, einmal läuten. Barkeeper, das Essen ist fertig. sure thing. Perfekt, untertauchen. Ich spazier nur, denn ich bin ein sauberer Dude. Schau das Essen dazu an, das ist perfekt. La 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 la. Chad is in the restaurant. I don't know when he'll be ready for the tour, but I'll wait for him here. No, he's lost his luggage and wants to handle that first. Of course. I will. Thank you. Oh. Oh. Ich glaube, ich muss mal. Sorry, bin gleich wieder da. Oh Gott, ich muss dringend aufs Klo. Weiß nicht wieso. Go right in. Fine, you're either.
Aber zuerst muss ich hier das Besteck herrichten. Oh. Come on. No need to hold it back. Entschuldigen, Sir, geht's Ihnen nicht gut? Schön, wie das Spiel mitdenkt. So. Jetzt brauche ich das B41-Formular. Das kann ja nur in meinem... Das ist ja, wie es stand, in meinem Zimmer. Da oben. Okay. Das ist mein Auto. Kann ich mit meinem Auto irgendwas machen? Nö. Guten Tag. Mist. Ich muss mir mal angewöhnen, einen Triebtrichter immer einzustecken, wenn möglich. Ah, komm schon. Ich könnte jetzt raten, aber das wird nicht viel bringen. Okay, anderer Weg. Ich brauche. Abwärts. Ich glaube da nicht runter. Moment. Erklimmen. Ah, runterklettern, oder? Runter. Oh, ich kann nur hoch. Was will ich denn hier oben? Wow, nicht gut, nicht gut. Wieder runter, wieder runter. Erklimmen. Muss da in diese Bude rein. Moment, dahin. Ich bin überhaupt nicht verdächtig, Jungs. So, überhaupt nicht. Und abwärts. Ja, so geht das schon besser. Und rein da mit uns. Ah. Nope. Was haben wir hier? Nee, lieber nicht, weil bin mir sicher, wir werden gefilzt da drinnen. Getränkedose, die nehmen wir natürlich. Was ist denn das? Hören Sie die Nachrichten ab. Oh, ja. Hello, Mr. Pritchard. I've just learned that your plane will be delayed beyond the lifetime of the entry code you received for the facility. For your convenience, we've set up the new code to be 0118 to match the one for the apartment. I hope you enjoy your stay. Hi, Chanting here. Mr. Pritchard, I'm just calling to tell you to bring your P41 for the facility tour. Thank you. Mr. Pritchard, I just read your report and share your concerns regarding facility leadership behavior. I fully back your decision to inspect, and I would appreciate updates on your initial findings as they come in. Good job. Oh, you got new menus. I had no idea. Do you still have the... sorry, what? Okay. Right, yeah. Ja, gut. Just some So, das ist doch meine Bude. Wo ist das blöde Formular jetzt da? right here. Formular, Yeah, so Formular. I'd like to get some soup dumplings. Right, sorry, yeah. With, Formular B41, ja. Dankeschön. Formular B41, ein Sicherheitsformular der ICA, das von jemandem namens Angus Pritchard ausgefüllt wurde. Yep, perfekt. So, yes, those, perfect. dann ab zu unserer Führerin. Ja, der redet ja noch immer erst.
So. Good evening. Servus. Mom, can't call me when I am at work. Yes. Yes. Guten Tag, my lady. I'm ready to inspect the facility now. Good. I hope you enjoyed the food. Did you bring the P-41 we left for you in the apartment? Yes, I have everything I need. Good. Let's continue the tour. Continue, you may say. We haven't even started the tour yet. But we have, without you even noticing it, Mr. Pritchard. Invisibility is the best security there is. The restaurant is, in fact, a front that lets all ICA personnel arrive unseen. Who notices a dumpling cook on his way to work? Dressing the part takes you a long way. ICA guarantees absolute discretion to all clients. We take that promise very seriously, as you will see on all steps of the tour. Ich brauche jetzt nicht den Code von meinem Zimmer auch noch, oder? Oh nee, sie macht auf. Gott sei Dank. Let's... Ich gehe da mal rein. Lady? Ah, okay. Sorry, eigentlich heißt Ladies First, ich bin einfach reingestürmt. Tut mir schrecklich leid. Doesn't look like much, does it? Ich bin ein Drecksloch, ja? Ms. Chen and visitor, welcome. Please report to security desk for visitor sign-in. Will do. Kein Drecksloch mehr. I love the facility AI. It's really looking out for us. And we're in. The inside is a self-contained modular build that can be disassembled and removed in less than 12 hours if we are compromised. No trace we will ever hear. I agree. Leaving no trace behind is the only sensible MO. The outside shell is a building marked for demolition. We've put a hold on it with city planning. A deliberate misplacement of the order. But have people in place to rectify that. At first shift, city construction will move in. Da haben sie wohl was vergessen zu übersetzen. Our policy around ICA personnel is that they are a resource, but also a risk. On top of contractual repercussions if breaches occur, we perform detailed vetting on everyone. The first, blunt vetting, is a frisk. We have, of course, never had any employees trying to bring unauthorized weapons inside the facility, but we do consider the step important. I'll need to start the setup of your visitor security clearance here, Mr. Pritchard. Could I please have your P-41? Klar, hier, bitteschön. Einen Thanks. I'll get the Moment. procedure started. It'll just be a few moments, so feel free to have a look around. I'll meet you on the other side of the frisk. Naturally, you'll have to be frisked like everyone else. No exceptions, Mr. Pritchard. Aha. Okay. Das ist aber jetzt, glaube ich, nicht so toll. Moment. Da ist ein Mülleimer. Perfekt. Warum muss ich eigentlich immer meine Waffe mit dem Schalldämpfer wegwerfen? Kamera. Oh. Nee. Das will ich nicht. You can hack that panel with your camera, 47. Access granted. Ah. Ah, ich kann die Scheiben tönen damit. Okay. Klar, damit mich keiner sehen kann. Access granted. Kapi. Ist ich da? Okay. Starting to think those guys enjoy. Nicht tödlich. Na gut, dann soll das kein Problem sein. They don't let anyone pass without... Boah, okay, lass uns mal filzen, würde ich sagen, oder? Okay. Looking good. I gotta search you, sir, if you want to come Ja, through this way. guten Tag, Männer. Ja, kein Problem. Feels good, huh? Bet it does, pretty boy. Also ich bin sicher überhaupt nicht verdächtig. Nope, nope. And you are good to go, sir. Thank you. Ja, danke schön.
So. Da wartet die schon auf uns. Ab jetzt wird es aber gefährlicher. Das heißt, ich werde ab jetzt öfters speichern. Also, falls ihr das wissen wollt. So. Good, you're here. I've started the security clearance process. It will take a little while since you're covered by the Zero Protocol. All your data will be encrypted and inaccessible without your authorization. Only facility AI will use it for ID analysis. Fully anonymized, of course. But we can go a few more steps on the tour while it's validating. ID analysis? What the hell does that mean? Give me a minute. I'll try to find out. As I said, personnel is the greatest asset, but also the greatest risk of the ICA. The work we do here exerts high-level pressure on our employees, and there is no room for mistakes. We perform a daily, multi-layered, full-body scan to guarantee that no employee will act erratically because of PTSD or other mental issues, drug use, physical health issues, external pressure, or moral hesitancy. The scan only takes a few seconds. Come on, it's this way inside. Fuck! Wenn die mich scannen, bin ich doch im Arsch. I'm sorry, but we can't proceed beyond this room until your security clearance is finalized. So why don't you have a little look around while we wait, Mr. Pritchard? It should be here shortly. Shit. We need to intercept that 47, or the facility AI will blow your cover. Get me into one of those computers and do it fast. You've got 60 seconds before all hell breaks loose. Alter, ernsthaft? Moment. Da ist ein Computer und ein Fenster. Moment. Zuerst mal Handy. Hacken. Licht aus. Computer. Good. I'm in. And you're safe. That was a close one. Alter, mach mir doch nicht so einen Stress, Mädel. Perfect timing. Your clearance just came through. Let's continue. Ja, aber natürlich. Let's step inside. Ich hatte auch null Stress. So, as you see, we are very serious about security. What we protect is, after all, core to all ICA operation. We, and we alone, store all legal work, contracts, target profiles, employee files, contract documentation and validation, and so forth. Furthermore, we handle all current operations, effectuate logistics of personnel and equipment. Our analysts do the client vetting, target profiles, and of course, offer real-time contract support to handlers and operatives. Storage and transmission of sensitive information like that takes constant vigilance to keep safe. We have a team of engineers solely dedicated to that task, and on top of that, we have a dual human authentication process set up. All access and alterations. Oh, good. There she is. Hi, Imogen Royce. I've been looking forward to meeting you. Likewise. That's Imogen Royce. Quite the bitch, apparently. Nothing wrong with her look, though. Edgy. After you. Dankeschön. This is the blast and EMP shielded core room, the nervous system of the ICA, where we store the past and facilitate the present. In general, only a handful of people can access this room. Hush and myself, plus bodyguards and a chosen few of the engineers. I'm the most likely person to meet in here because I perform a regular physical check-in on the core console as a supplement to the remote authentication procedure. We have a strict routine of daily core maintenance. Part of that procedure is a flash process evaporating all biological matter in the room. You can see Reed through that window. It's her job to initiate the maintenance. Don't worry, we're safe as long as the safety mechanism is engaged. Even if Reed presses the button, the procedure will not happen until we leave the core room. The doors to the core room are all equipped with Information unsicher bis zum Kern. Die Betreiber der Einrichtung haben eine Sicherheitsvorkehrung am Kern gerichtet. Sie greift, sobald die Kernsäuberungsprozedur eingeleitet wird. So soll sichergestellt werden, dass niemand im Kern ist, wenn die Säuberung beginnt.
You know what? Screw this tour. I know why you're really here. Cutting to the chase, I see. Knowledge is power. More importantly, knowledge is opportunity. Let me demonstrate. You have a sixth sense for irregularities. And although Hush's recent behavior has not been reported, it has no doubt brought you here. You do have authority to shut down unwanted efforts, but at heart you are progressive and not the stickler everyone thinks you are. You have sway with the board, and as I see it, your opinion is now what decides my future and the future of the ICA. So here we go. Imagine this. Having a time schedule on a target with minute details on locations, durations, and purpose. A detailed layout of a target's actions within a defined time frame. That would transform a contract into a surgical dance of precision. No mess, no fuss, low cost. Just how I like it. I've been working on a prediction algorithm based on a combination of big data analysis and micro-targeted surveillance of defining target markers. And my results are astounding. All this state-of-the-art is nothing but heavy old-fashioned machinery compared to what I offer. Analysts preparing detailed files, dedicating days, weeks to prepare our contracts, gone. Handlers and analysts supporting our operatives during missions, gone. Teams for cleanup and media manipulation in the rare case something unforeseen does happen, all of it, gone. I asked you to imagine that scenario. But what good is imagination when you can see it with your own eyes? I've set up a little demonstration for you. Yeah, hey. 3 employees, unaware that I can accurately predict their behavior. Firing them will result in an already clearly defined reaction. On the top left, we have Sharon Reed, who you saw downstairs. She is a dutiful and trusted employee. If she is to be fired, my algorithm predicts with a certainty of 97.8% that she will finish up her most important tasks before she leaves the building. Specifically, she will press the maintenance button within 11 seconds. Jeremy Bolt, the guard in the lower left, is as tough as nails when on duty. But in private, he's a real mummy's boy. Profil Sharon Reed. Pflichtbewusste und vertrauensvolle Angestellte. Vorhersage. Wenn sie gefeuert wird, besteht eine 97,8%ige Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre wichtigste Aufgabe noch abschließt, bevor sie die Einrichtung verlässt. Sie wird den Knopf für die Kernwartung innerhalb von 11 Sekunden drücken. Okay. If fired, he will immediately call his mother and at her advice, seek out who he considers his best friend for support. My personal guard as it stands. Me? Really? Profil Jeremy Bolt. Einrichtungswache. Insgeheim ein echtes Muttersöhnchen. Vorhersage. Wenn er gefeuert wird, besteht eine 99,4%ige Wahrscheinlichkeit, dass er seinen Posten an der Tür des Kernraums verlässt und dann nach seinem Freund sucht. Okay. At the top right, you see Alicia Reynolds. Bright and very passionate about her job. However, also very possessive about her contribution. My prediction is that she will try to disable the work she has done for the ICA. If she's not allowed to enjoy her results, no one is. Specifically, that means she will try to enter the core room and disable the safety mechanism. I'll leave you to consider your choice of who you want me to use for the demonstration. Just let the guard outside the door know when you're ready, and I'll be right back. I will have a closer look. Maybe your project could play a part in the future of the ICA. Just let the guard outside the door know when you're ready, and I'll be right back. Oh, and if you decide to leave the room, a guard will escort you around. Safety protocol. Thought I'd just mention it. She really takes a term god complex to a whole new level. Sitting in there pulling the strings like that. I think you should take her setup and give it a spin, 47. I see potential if you time it right. Okay. Mal gucken. Tablet nehmen. Roys Forschungsnotizen. Notizen auf Roys Tablet über die Mitarbeiter, die sie gerade studiert. Jeremy Bolt. Daran denken, einen Ersatzleibwächter einzuteilen, bevor er gefeuert wird. Alice Reynolds. Nur feuern, wenn Jeremy Bolt auf seinem Posten ist. Sharon Reed. Auf keinen Fall dürfen die Sicherheitsvorkehrungen aus sein, wenn sie gefeuert wird.
Okay. Was haben wir denn da noch? Was ist denn das da? Schraubendreher fehlt, okay. Hacken Sie den Datenkern nicht verfügbar, das ist klar. Was haben wir hier? Schraubendreher. So, zuerst mal muss ich ein bisschen abdunkeln, weil ich will ja nicht, dass mich jemand sieht bei dem, was ich mache. Warum kann ich nicht verdunkeln? Was einschalten, Milchglas. Also, ich kann es selber machen. Gut zu wissen. Was haben wir hier? Betreten, okay. Terminal benutzen. Ah, okay. Ich gehe mal kurz speichern, Leute. Dann könnte ja sein, dass da jetzt gleich was richtig schief läuft. So. Und jetzt noch mal kurz das Tablet durchgehen. Wo ist denn das Tablet, Alter? So. So, wir müssen jetzt auf alle Fälle. Wenn wir Jeremy Bolt kündigen, also feuern, dann haut er ab und geht zu seinem Leibwächter, oder? Also, das ist also zuerst einmal Bolt. Alicia Reynolds, nur feuern, wenn Jeremy Bolt auf seinem Posten ist. Okay, und dann Sharon Reed. Auf keinen Fall dürfen die Sicherheitsvorkehrungen aus sein, wenn sie gefeuert wird. Ah, die Sicherheitsvorkehrungen, okay. Das heißt, eigentlich muss ich Bolt und dann Reed feuern, oder? Die Reynolds ist eigentlich die ich nicht feuern darf, weil die drückt auf alle Fälle noch. Also die macht auf alle Fälle ihre Arbeit. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwie die Sicherheitsvorkehrungen mal ausschalten. Ja, mal gucken. Kommst du da runter? Ja. Hallo? Nein, nicht die Kamera verwenden, ich will da runterklettern. Komm schon. Brav. So, was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Hier kann ich vielleicht hoch? Auch nicht. For the millionth time, you shouldn't be in here in street clothes. All it takes is a little bit of static, So, dirt, or whatever. ich habe auf alle Fälle mal meine Wache abgehängt, oder? Das ist ja schon mal ein Vorteil. Was haben wir hier? Handy. Braucht dafür einen Chip, okay. Hier oben war, glaube ich, das... Ja, hier war das Labor, wo wir durchgekommen sind. Das ging von hier nach hier. Das heißt, am besten ich knack hier... Ja, ich knack's jetzt vor deinen Augen. You don't have clearance to open this door. There's no way you're getting through that door, 47. It only opens for people with an authentic security clearance. The signal is encrypted. Without a dongle, we can't hack it. Okay, das heißt aber ja auch, ich komme prinzipiell nie zurück. Das ist immer schlecht. Ah, wir finden da schon einen Weg.
Moment. Was haben wir hier? Blaubeermuffin, oh geil. Was zu essen. Nehmen Whiskyflasche. Verbotenes Objekt nicht beim Filzen entdeckt. Nicht tödlich, okay. Ja gut, Alkohol ist nie gut, aber trotzdem. Oh oh. Nicht so geil. Schnell weg. Mal schauen, wo wir da vorne hingekommen wären. Da wäre ich nur in den Raum vorher rein, oder? Ah, es gibt immer so viele Möglichkeiten hier. Das ist immer schön. Oh, Brechstange. Ja, die nehmen wir mit. Ah, da komme ich wieder zurück von da, wo ich nicht mehr reingekommen bin. Okay. Das ist natürlich schon mal gut zu wissen. So, jetzt muss ich irgendwie das Sicherheitsprotokoll ausschalten. Oh, wir haben ja schon wieder Zeit, Leute. Ja, wenn man hier herumgeistert, dann sind so Sachen immer ein bisschen... Gut, dann würde ich mal sagen, wir machen hier die Pause. So, Leute, ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.